Moin Moin, liebe Nerds, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mittlerweile könnte man hier richtig abtracken. Wir fangen nämlich da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mit der Star Trek Stellaris Mod. Und wir haben es geschafft, mit den Entwicklern der Mod in Kontakt zu treten und haben ein kleines Interview für heute vorbereitet. Damit ihr gleich nicht erschlagen wird von den ganzen Informationen, gibt es unten im Video ein LKAS-Menüsystem, wo ihr einfach zu den Themen springen könnt. Also viel Spaß mit dem Interview. Und irgendwann kam dann Stellaris. Und da waren wir sowieso total begeistert, als das also angekündigt wurde. 4X-Strategie von Paradox, genau unser Ding. Und und dann, genau. Und Wie dann lange haben wir gewartet nach Release? eine Woche? 7 Tage, 10 Tage? Ja, ungefähr 10 Tage. Na, es war dann so, dass wir dann halt irgendwie Stellaris angefangen haben zu spielen. Und ich sag mal so, wenn du über 10 Jahre lang Paradox-Spiele spielst, dann bist du mit dem Spiel nach einer Woche durch. Ja, aber wirklich, das kann ich verstehen. So, das gibt dir, dann hast du alles gesehen, es gibt da keine Herausforderung mehr, es ist vorbei. Ne? Und und wir wollten halt eigentlich die ganze Zeit, hatten wir gedacht, ja okay, es muss ja jetzt irgendwie mal eine Star Trek Mod kommen. Ne? Und es kam keine. So, und dann dachten wir uns, ey, okay, wir können das. Ja? Und dann haben wir angefangen. Und Hier sind wir. Genau. Okay. Gut. Ja, spannend. Ich finde es sehr gut, dass ihr es macht, weil es gab ja schon die ersten Diskussionen. Ich weiß noch, in diversen Foren, wer macht denn jetzt die Star Trek Mod? Ist dann schon was im Hintergrund und keine Ahnung, was da alles los war. Und siehe da, ich hatte vor kurzem erst bei Google Star Trek Mod für Stellaris mal eingegeben, wollte mal gucken, wie der Stand der Dinge ist. Und dann habe ich euch gefunden. Dachte, Mensch, coole Nummer. Guckst dir das an und dann habe ich ein paar Sachen, Infos herausgefunden und siehe da, klingt alles sehr, sehr nice. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir heute darüber reden können. Das Ganze nennt sich ja Star Trek New Horizons und das soll ja eine Total Conversion sein. Ihr habt ja einige Punkte schon auf der MD-Bot Mod-Geschichte hochgeladen, welche Informationen ihr da, beziehungsweise was ihr da ändern wollt. Und natürlich bei Steam Workshop, unter anderem halt Music, Sound, die ganzen Schiffe, Station, User Interface. Und da würde ich gerne mal nachhaken, wie sieht das alles mit diesen Punkten aus und wie ambitioniert ist das Ganze? Also fangen wir erstmal mit den ganzen Music und Sounds an. Also ich habe schon eine 0.3.0 Version mitgekriegt. Musik ist schon mal drinne, finde ich sehr, sehr geil. Cooler Atmo, also definitiv cooler Theme-Song. Und ein paar Sounds habe ich auch schon gehört. Und wie geht's da weiter? Ja, also. Lass mich das kurz. Ja. Also, wir haben angefangen, wie gesagt, ungefähr 10 Tage nach Release. So. Und dann hatten wir innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von 1-2 Tagen, weiß ich nicht. Nach einem Tag war das Interface und nach 2 Tagen der Sound und nach dem 3. Tag war das UI. Genau, also es ging halt irgendwie super schnell und das war aber halt auch erstmal wirklich wieder nur so ein privates Projekt von uns. Ne? Also wir haben uns halt geärgert, dass es keine Star Trek Mod gibt. Dann haben wir uns selber rangesetzt, weil wir halt wissen, wie es geht. Ne? Und siehe da, irgendwie nach 2-3 Tagen sah es dann halt irgendwie schon total cool aus. Wir haben das Hauptmenü-Bildschirm da komplett geändert, animiert und so weiter. Und halt User Interface. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Vielen Leuten fällt das nicht auf. Wir haben aber das komplette User Interface blau gemacht. Das muss einem erstmal auffallen. Normalerweise Okay. ist es in so einem hässlichen Grün. Ja? Das stimmt. Dieses Grün überall und ich dachte mir, ja okay, gut, ich habe mal zuallererst, das war auch vorher, das hattest du angesprochen in deinem Video, dieses User Interface für Star Trek mit dem Star Trek LCAS Design. Das hatte ich drin und habe mir angeguckt und nach einer Stunde dachte ich mir, what the fuck, ich sehe nichts mehr, überall nur LCAS. Und dann habe ich mir den ganzen Tag rangeholt
und viele hundert kleine GIFs verändert, nicht GIFs, was auch immer, Grafiken verändert. Das waren an die 300 Dateien, kann ich mich noch erinnern. Es ist hier nicht fertig. Ich weiß genau an der Stelle, es sind noch mehrere hundert fertig zu machen. Aber es ist überschaubar und das sind 1-2 Tage Arbeit. Jedoch ist dieses Blau doch viel angenehmer und das hatte ich auch irgendwo gesagt, ich will ja auch nicht Stellaris verleugnen. Das ist ja noch Stellaris. Ja? Und dadurch soll es auch Stellaris bleiben, aber ein bisschen neutraler. Okay. Gut, wir haben ja generell über, was ihr schon gemacht habt, Schiffe, Stationen und gesprochen. Wie lange braucht ihr also wenn ihr ein Schiff modelliert, wie lange braucht ihr dafür? Ein Schiff modellieren dauert nach erfahrungsweise etwa 2 Wochen. 2 Wochen. Das heißt, das macht wahrscheinlich auch die meiste Arbeit aus, oder? Naja, es ist so, dass wir keine Modellierer sind. Wir haben da keine Ahnung von. Wir hatten noch nie in unserem Leben ein Schiff modelliert. Ja, wir sind Programmierer. Also, was heißt Programmierer? Wir sind Leute, die keine Ahnung haben, sich rangesetzt haben und einfach gemacht haben. Okay. Und dann wussten wir, es gibt Schiffe und wenn man die Leute fragt, ob man diese Schiffe benutzen darf, alles cool. Und so haben wir das auch noch angegangen. Wir haben in der Community rumgefragt und wir haben dann von der Community erfahren, dass sie unheimlich begierig ist auf einen Star Trek Mod und so kamen wir dann an die ersten Schiffsmodelle. Dann mussten wir uns erstmal da reinarbeiten. Wir haben da hier, also ich sitze hier auch gerade nebenbei und mache hier einen Bird of Prey fertig, der noch nicht in-game ist. Und dann hat man hier eine ganze Reihe von Informationen. Ich hatte das Programm noch nie installiert, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich habe davon gehört, ja. Und so dauerte das doch viele Tage, bis man damit umgehen konnte, um dann zu wissen, was man alles nicht machen kann. Okay. Aber bleiben wir vielleicht bei diesen... Jedoch, ganz kurz, jedoch haben wir sehr viel Support von außen gekriegt, wie man es macht. Nur minimal haben sie uns in die Arme gegriffen, aber meistens halt hier, so machst du das und dann haben durch den Workflow ist das dann hinzugekommen. Das heißt also, dass wir Erlaubnis bekommen haben von vielen anderen Mod-Herstellern, deren Modelle benutzen zu dürfen. Die werden natürlich dann auch aufgeführt und sie etc., wie man das halt macht mit Credits. Ein schönes Dankeschön. Und das sind wir auch wirklich dankbar an der Stelle, ansonsten wäre das gar nicht möglich. Und so bekamen wir dann nach und nach dann die Models rein. An der Stelle wäre vielleicht auch mal... Das ist in deinem Video gar nicht durchgekommen. Was denn genau? Du hast jeweils ein Schiff gezeigt bei der Föderation. Ah, okay, gut, da war noch das zweite, das Forschungsschiff. Und nochmal das gleiche bei den Klingonen. Aktuell sind in der nicht releaseden Branch, die wir hier benutzen, oder in verschiedenen, was wir hier jetzt da haben, sind es etwa 50 Schiffe, die zur Verfügung stehen, die im Spiel sind. In der aktuellen Version, die online ist, in 030, sind es 4 verschiedene Modelle pro Fraktion, das heißt Föderation und Klingone jeweils 4, in jeweils 3 verschiedenen Ausführungen. Das heißt, insgesamt sind es etwa knapp 20 Schiffe. Okay, bleiben wir mal bei den Schiffen. Du hattest es angesprochen, du hast ja gerade den Bird of Prey fertig. Plant ihr auch so neue Mechanismen einzubauen? Also zum Beispiel eine Tarnung beim Bird of Prey oder romulanischen Warbird. Habt ihr an sowas gedacht? Ist das in Planung? Ist das überhaupt möglich? Wir haben uns immer mit der Mechanik beschäftigt, die halt von dem Spiel selber hergeliefert wird. Sprich Paradox. Hier in dem Falle ist es die Clausewitz Engine. Die Clausewitz gut, aber sie hat nicht alles, was man machen kann oder machen will. Wir wollen vieles machen. Okay. Wir wollen zum Beispiel ein Stacking Penalty einbauen, damit man mit nicht so vielen Einheiten in eine Schlacht geht, um einfach den anderen zu überrennen. Die statistische Auswertung, die ich gemacht habe, hat gezeigt, dass in dem aktuellen Vanilla-Game Stellaris es so ist, dass bei ab einer gewissen Größenordnung von Schiffszahlen, sagen wir mal jetzt mal 80.000 gegen 100.000 Schiffsstärkepunkte, gewinnt immer der mit den mehr Stärkepunkten und am Ende auch mit genau
der Anzahl mehr, die er hatte. Das heißt also 80.000 gegen 100.000 gewinnt der mit den 100.000 und hat am Ende noch 20.000. Das ist, habe ich viele Male getestet, das ist immer wieder so ausgegangen und das wollen wir verändern. Das ist nicht so, so einfach ist. Es muss, ein einzelnes Schiff muss sehr wertvoll sein, es muss aber auch verhältnismäßig einfach wieder nachzubauen sein. Jedoch muss man auch damit auch mal ein System verteidigen können. Also es ist schwer, das Ganze zu balancieren, wobei das über die Clausewitz Engine wunderbar funktioniert. Was schwer ist jetzt zum Beispiel Stacking Penalty einzubauen. Wir wissen, das funktioniert über die Clausewitz Engine. Hearts of Iron hat es, Europa Universalis, Crusader Kings, die haben es alle, ja. Hier wird es vielleicht noch kommen in der Vanilla-Version. Vielleicht müssen wir es uns erstmal ausdenken, wie man das machen könnte. Vielleicht warten wir, was weiß ich. Die Sache mit dem Cloak ist eine andere. Okay. Cloak ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen Cloak. Nur wie setzt man das um? Das ist so eine Frage. Da machen wir uns Gedanken drüber. Wir sind ja auch nicht nur zu zweit. Wir haben hier eine Riesengruppe von Leuten, die auch wirklich was drauf haben. Und da wird uns schon was einfallen. Also Cloak ist auf jeden Fall der Wunsch von uns. Ja. Nur wann es reinkommt, ist eine andere. Ja, erstmal danke dafür. Die nächste Frage, ich glaube, jeder interessiert sich dafür. Egal, was ich zum Thema Star Trek Mod gelesen habe, egal welches Spiel, es geht natürlich über die Völker, über die Fraktion. Welche sind geplant? Welche habt ihr schon? Und ja, erzählt mal. Naja, okay, gut, da kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar in der nächsten größeren Version, die wir releasen werden nach dem Asimov-Patch, im Rahmen von 5, maximal 10 Tage nach Asimov-Patch, werden die Romulaner als spielbare Nation auftauchen. Schon mal sehr gut. Die Cardassianer sind definitiv geplant. Ja. Damit hätten wir schon mal die 4 wichtigen im Alpha-Beta-Quadrant. Föderation, Klingonen, Romulaner, Cardassianer. Interessanter Faktor wäre natürlich dann das Dominion. Mit Dominion hat man natürlich, sage ich mal, ein bisschen Schwierigkeiten. Was war bei denen im 22., 21., und 23. Jahrhundert an Schiffen am Start? Da haben wir keine Informationen dazu gefunden. Ganz genauso auch mit den Cardassianern. Da müssen wir uns was ausdenken. Vielleicht gibt es da Lösungen dazu. Aber das sind unsere Major-Rassen, diese 4 im aktuellen Zustand. Was alles noch reinkommt, nun denn, da kann man sich tatsächlich selbst einen Überblick machen. Und zwar ist unser grandioser Mitarbeiter, es ist eigentlich kein Mitarbeiter, wir sind ja alle hier freiwillig am Start, sondern der Mitmodder, Balchikus, der bringt eine Rasse nach der anderen raus und stellt die uns zur Verfügung, beziehungsweise auch teilweise exklusiv für uns. So sind die Vulkanier drin, die Andorianer, die Ferengi, eventuell an der Stelle vielleicht noch zu sagen, die Ferengi vielleicht auch als Major-Rasse. Weil sie, das ist was, die meisten Leute, die das jetzt hier gucken, wenn Birth of Federation mal gespielt haben und es geliebt haben. Das ist das Game gewesen und seitdem ist eigentlich auch kaum noch was rausgekommen, egal wie viele Mods da gemacht wurden. Es war keine Mod mehr in einem Spiel ähnlich wie in Stellaris spielbar für Star Trek. Und da waren damals die Ferengis auch dabei als Major-Rasse. Das stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Lange ist es her, wirklich sehr lange. Abschließend kann ich sagen zu den Völkern, wir haben ja eine Static Galaxy, also wie es das Star Trek-Universum tatsächlich darstellen soll. Und da drin sind natürlich alle Planeten, die man so, aus den Serien kennt. Und am Ende planen wir damit auch alle Völker drin zu haben. Was alles spielbar sein wird, das ist eine andere Frage. Okay, nochmal zu den Universen letztendlich. Also Star Trek ist nicht immer gleich Star Trek, wissen wir ja. Ich habe schon mitbekommen, ihr plant letztendlich von ganz früher, also letztendlich epochenmäßig, die alten Modelle reinzubringen bis lasst mich nicht lügen, was wir geschrieben, bis The Next Generation und Plus. Ja. Und wie läuft das genau ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also zum Teil die alten Schiffe von Captain Kirk bis hin zu Jean-Luc Picard, oder wie soll ich mir das vorstellen? Im Moment ist Stellaris so aufgebaut, man bekommt eine Korvette, man bekommt einen Zerstörer, einen Kreuzer, ein Schlachtschiff. Mit der einen oder anderen Mod bekommt man vielleicht noch verschiedene andere Schiffe durch verschiedene andere Forschungen hinzu.
Das ist auch das, wie sich so manch anderer Modder jetzt entschieden hat, da eine Evolution einzubauen. Das haben wir halt von Anfang an vorgehabt. Wo wir gesagt haben, wir haben hier eine Jahreszahl, die beginnt bei 2150 oder so. Ungefähr. Das genaue Jahresdatum ist noch nicht bekannt, wenn wir starten. Jedoch halt chronologisch richtig. Wir starten dann halt mit den ersten Schiffen, die damals von der frühen vereinten Erde, mehr oder weniger vereint, so genau. Ich bin nicht so richtig der Träger. Wir haben einen richtig geilen Träger, der ist nicht da. Okay, Ihr könnt es uns beantworten. Aber die ersten Schiffe vor dieser Enterprise des Captain Archers, die sogenannte Enterprise-Ära, wie wir sie intern nennen. Danach kommt die TOS-Ära, The Original Series, mit Kirk. Das war die Serie aus den 60ern. Und dann kamen natürlich die Filme, das sind dann die TNP-Ära. Das sind dann auch wiederum andere Modelle. Danach kommt dann natürlich TNG, Deep Space Nine, Voyager. Das sind alles diese TNG und TNG Plus. Und an der Stelle ist natürlich noch zu erwähnen, wie es auch in dem Video in dem Trailer von uns zu sehen ist, zum Beispiel die Wells, das Zeitschiff aus Voyager war das, glaube ich. Genau. Ja, so wird bei uns definitiv eine Evolution von den Schiffen stattfinden, wo man dann nach und nach durch die Jahrhunderte hindurch wächst. Wir haben ein bisschen gewitzelt, bis man an die Welt kommt, muss man erstmal 800 Jahre durchspielen. Das hat ja bisher kaum noch einer gemacht. Ich denke nicht, dass wir es uns es erlauben können, steif an dieses Universum zu halten. Wir werden uns natürlich an die Chronologie halten, wie die Schiffe aufgetaucht sind. Aber wir werden uns wahrscheinlich nicht daran halten, dass man erst 300 Jahre oder 200 Jahre nach Jonathan Archer dann die Galaxy-Klasse bauen kann oder was auch immer. Ja? Okay. Das heißt also, wenn du schnell genug bist, kommst du natürlich auch schneller an die besseren Schiffe. So wie es im richtigen Game auch ist. Bist du gut, wirst du belohnt. Ja, es sind noch zwei Mechaniken, die mich brennend interessieren. Es geht darum zum Thema Events. Ja, da hatte ich auch noch gelesen, dass ihr ein paar Sachen umschreiben wollt. Anomalien. Und wie sieht's aus mit einem Tech-Tree? An der Stelle wäre nämlich noch eine wichtige Sache, das habe ich mit Superskunk beredet, das ist eine Idee. Wir sind hier eine Gruppe von ein paar Leuten und wir haben alle hier, wir sitzen jeden Tag an der Mod. Jeder macht jeden Tag viele Stunden. Ja. Das reicht nicht. Das heißt nicht, ich will jetzt nicht aufrufen nach mehr Mitarbeiter oder sowas, sondern die Idee war folgende, und zwar, die Leute, die sich halt für den Mod interessieren, können gerne, und das ist auch unser Wunsch halt von Spieler für Spieler, Ja. die Events. Wir brauchen Events. Side-Events. Unser Major-Plot ist natürlich, da haben wir gewisse Ideen, den wollen wir natürlich durchziehen und durchschreiben, aber für das richtige Feeling müssten wir hier, sag ich mal, so einen Aufruf starten. Ja, das wäre richtig das cool. auf jeden Fall. Und das dachte ich jeden mir, Fall. das wäre halt cool in dem Video, das dann halt auch reinzubringen. Ja, dass man dann jetzt sagt, okay, gut, wir machen hier einen Plot und jeder, der will, kann Events einreichen. Dafür sind nur die Texte notwendig, was das Event, wie der User das halt lesen kann, was das beschreibt, das Event, und natürlich Vorschläge für das, was für Auswirkungen es haben kann. Ja, natürlich, das auf jeden Fall auch. Ich weiß, ich mache das erstmal in deutscher Sprache. Ich würde gerne auch einen Aufruf starten im englischsprachigen Raum. Das heißt, dass auch Events dann auch auf Englisch stehen könnten, so für die anderen Leute, die großes Interesse an die Star Trek Mod haben. Und Primär soll es halt auf Englisch sein. Ja, ach ja, okay, primär, ja, okay. Superskunk und ich halt Deutsche sind und wir halt angefangen haben, ist halt unser Bedürfnis nach einem deutschen Spiel durchaus schon da. Okay. Und auch von den anderen Leuten hier aus unserem Teamspeak, aus unserer kleinen Community hier, wir wollen das alles auf Deutsch haben. Superskunk ist sehr gewandt in Englisch. Ja, der kann das Ganze auch auf Englisch machen. Ihm ist das er hat da nicht so das Problem damit, aber wenn es auf Deutsch geht, toll. Nur jedes Event nochmal aus dem Englischen heraus umzutexten, ist so eine andere Sache. Das heißt, wir nehmen alles, was wir kriegen können, und wenn es dann halt möglich ist, ich weiß nicht, wir müssen irgendwo einen Platz schaffen, wahrscheinlich in Steam wäre es am besten,
dass man dort ein Forum aufmacht, wo die Leute einfach verschiedene Events reinstecken können und wir die dann einfach Paste and Copy in unsere Eventliste einfügen können. Ja. Generell nochmal eine Sache noch zu den Punkten, die ihr auf jeden Fall ändern wollt. Also das war eben gerade jetzt nochmal zu den Events, Anomalien. Ist ja auch letztendlich dasselbe dann. Zu dem Tech-Tree. Also wie sieht das aus? Habt ihr schon euch Gedanken gemacht zu den Technologien? Oh ja. Kopiert wir ihr da haben viele hier- Sachen von Stellaris oder wo geht die Reise hin? Stellaris ist ein super Baukastensystem, was wir da haben. Im Grunde muss man das nur irgendwann so renamen, einen anderen Namen drauf, ein anderes Bildchen drauf und schon hat man eine neue Technologie. Ja klar. Die Funktionsweise und so weiter muss natürlich angepasst werden. Und so. Oh, da gibt es jetzt Stellen natürlich, die jetzt noch nicht raus dürfen, Okay. die vielleicht so auch gar nicht kommen. Deswegen sage ich an der Stelle mal nicht so viel. Jedoch, man könnte den Tech-Tree betrachten wie die Static Galaxy. Es ist alles von Star Trek geplant. Ja. Und es wird mit Sicherheit auch alles, was man kennt, umgesetzt. Nur wie wir es halt umsetzen, da muss man sich teilweise auch schon ein bisschen überraschen lassen. Weil an mancher Stelle mag es vielleicht sein, dass wir es noch nicht wissen. Aber an anderer Stelle haben wir halt geile Ideen, die den Spieler doch durchaus positiv überraschen sollen. Also das heißt, da kommen wahrscheinlich auch neue Ressourcen hinzu und alles, was dazu gehört. Alles, was dem Star Trek-Universum gerecht wird. Das Feeling von Star Trek, das muss einfach kommen. Das kommt Okay. sowohl über die Events, das kommt sowohl über die Ressourcen, über die Charaktere, die man spielt, eine Storyline, die man abarbeitet und natürlich auch einfach nur über, was lese ich da? Photon-Torpedos erforschen. Ja, cool, mache ich. Das gehört einfach dazu. Irgendwann kriegt man halt, Korrekt. was weiß ich ja, aber dass man zum Beispiel als Föderation ein Borg-Schiff bauen kann oder sowas. Das geht natürlich nicht. Das darf nicht sein. Und da muss man natürlich arbeiten an Techie, weil der ist ja aktuell global. Das heißt, ich habe eine Forschung eingebaut in dem Tech-Tree und der gilt für alle Rassen. Ja, das kann natürlich nicht sein. Ja, da muss man natürlich aufpassen. Ja, okay, klar, natürlich. Das ist das komplette Feeling raus, ja, das ist klar. So, dann eigentlich habe ich da noch auf meinem Zettel, den ich hier vor mir liegen habe, geht es darum, gibt es noch irgendwas auf der To-Do, was ihr auf jeden Fall geplant hattet, aber so momentan mit der Engine einfach nicht umsetzbar ist? Also wir hatten vorhin das Gespräch, im Gespräch, dass ihr erstmal Probleme hattet mit der Mod-Größe. Aber gibt es so andere Sachen, wo ihr dachtet, Mensch, das wollen wir machen und das geht jetzt gar nicht? Ja, da ist natürlich also aktuell, jetzt der ad hoc, muss man sagen, sind es die getarnten Schiffe. Ja, sowohl hier bei den Klingonen als auch bei den Romulanern. Das heißt aber nicht, dass es nicht kommt. Was auf jeden Fall geändert wird, ist das aktuelle Auftreten der Borg, die ja jetzt schon drin sind. Das war ja die die erste Version, die wir hochgeladen haben, halt mit Sound und mit Borg. Ja. Die Scorch ersetzt als galaxieweite Krise durch die Borg. Das Auftreten der Borg ist im Moment genauso, wie es halt war, aber das wollen wir halt ein bisschen mehr Star Trek-like anpassen. Und das bedarf noch ein bisschen Arbeit, was das angeht. Also auch sehr, sehr viele Stimmen sind da gekommen. Sie möchten gerne die Borg spielen. Und da hat man jetzt, sage ich mal, die Borg haben keine Diplomatie. Die Borg ist korrekt. lassen nicht mit sich reden. Die Borg haben keine Individualisten. So bin ich zum Beispiel bei dem Event-Fenster, beziehungsweise bei der Diplomatie-Fenster mit den Borg, das Ganze so umgegangen. Normalerweise hat man da so ein kleines Porträt mit einem Charakter des Gegenübers, aber bei den Borg gibt's das nicht. Also habe ich den einfach rausgelassen. So spricht man da mit einem leeren Raum. Wobei man da aber auch nicht mehr sagen kann, wie, ja, okay, Bildschirm schließen. Das heißt, wie will man das denn spielen? Wenn man das spielbar macht, kann man Frieden schließen. Ja, okay, gut, es gab eine temporäre Allianz zwischen der Voyager Crew und dem Borg-Kollektiv, aber das war wohl auch nicht so politisch zu sehen, sondern wohl einfach nur aus taktischen Gründen. Ja, war das nicht gegen Spezies 8472? Richtig. Apropos Spezies 8472, plant ihr da auch noch was? Ja,
Also gibt parallel zu den aktuell- Borg quasi dann. Es gibt aktuell 3 Krisen im Spiel. Das sind die Scorch, die Swarmer. Das sind die Roboter, die rebellieren. Und es sind die Transzendenzen oder keine Ahnung, extradimensional, genau, das war's. Extradimensionale Wesen. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie, die Roboter und die Scorch, die hatte ich schon, aber diese Dimensionsdinger da, die hatte ich noch nie, die muss ich mir mal im Video mal angucken. Das heißt, wir haben 3 Layouts, die auf jeden Fall da benutzt werden können. Wir könnten natürlich auch mehr Layouts hinzufügen oder halt auch wegmachen. Und was das angeht, passen natürlich zu einem Bild von den Scorch zu den Borg die extradimensional wunderbar zu der 8472. Das Auftauchen aus einer anderen Dimension. Das passt wunderbar wie die Faust aufs Auge. Genau, ja. Klar, die sind dabei. Ja, das hört sich doch mal schon mal sehr, sehr gut an. Ja, dann glaube ich meine letzte Frage. Habt ihr euch, ich weiß, ihr habt viel zu tun, letztendlich ist das auch ein Hobby von euch und ich finde es sehr gut, dass ihr es halt macht, ne? Natürlich kommt das ja nicht auch als, wie nennt sich das, als DLC oder so raus, dafür habt ihr, glaube ich, gar nicht die Rechte, sondern von Spieler für Spieler, wie ihr es schon bereits berichtet habt. Aber habt ihr euch selber intern eine, ja, wie soll ich das sagen, eine Frist gelegt, wann ihr quasi eine 1.0.0 Version rausbringen wollt? Habt ihr da schon intern so eine To-Do-Shadows? Eine Deadline meinst du? Ja, so eine Art Deadline oder ich weiß, es kommt immer wieder was dazu, aber irgendwie so eine erste spielbare Version. Habt ihr irgendwie deinen Tipp? Ja klar, die erste spielbare Version ist die 030. Ja, ja klar, natürlich. Man kann da ja mit verschiedenen Schiffen, das haben wir ja eben schon geklärt. Aber wann man sagen könnte, das Spiel ist Release-fertig oder so, ja? Oder Genau. Release als Versionsnummer. Ja, haben wir. Und nein, ich sag's nicht. Lieber nicht mal. Ich kann definitiv sagen, es ist dann immer noch warm. Okay. In Nordeuropa. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, dann vielen Dank dafür. Und natürlich werde ich mich dann um den Aufruf kümmern. Wenn das natürlich für euch okay ist. Ja, super. Das wäre echt super. Wir machen dann Platz auf unserem Steam-Chart, dass wir da einen eigenen Diskussionsbereich einrichten. Auf Englisch und auf Deutsch ist alles willkommen. Wir haben auch schon französische und spanische, italienische Kommentare gehabt. Den muss ich erstmal Translator hier zu Rate ziehen, was wollen. Ja, klar. Gratulation, okay. Richtig cool zu betrachten ist natürlich, wenn ich hier mal erwähnen darf, wer alles mitarbeitet. Das ist hier zum Beispiel Super Skunk, intern Shaco. Ich bin der G-Man, der Uploader auf Steam halt. Und dann ganz wichtig zu erwähnen ist auf jeden Fall Valchikus und Matix, die richtig viel reinstecken. Dann muss ich überraschenderweise, jemand aus Korea hat sich angeboten, der Swizzle Whistle. Der arbeitet da ganz stark mit und er hat auch wirklich hohe Kompetenzen, die er da reingebracht hat. Speziell was das Coding angeht. Ja, es sind noch eine ganze Reihe von anderen Leuten, die da am Start sind, zum Beispiel Opolos und Saffron und Le Buccaneer, die uns in vieler Weise unterstützen. Manche tauchen halt mehr, öfters auf, weil sie viel mit der aktuellen Version zu tun haben, und andere, die halt nebenbei arbeiten und ein komplettes Paket dann hinlegen. Und so zum Beispiel arbeitet Le Buccaneer aus Frankreich an einer Main Story und er macht das wirklich wunderbar. Er bringt uns seiteweise Texte rein und wir denken immer, scheiß die Wand an, wir kriegen den ganzen Shit niemals eingebaut. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Also es ist ein weltweites Projekt, ja, also wir haben aus den USA Messages bekommen, wir haben mehrere Hilfsangebote und auch Hilfe bekommen aus England, aus Frankreich, aus Deutschland, ja, definitiv aus Deutschland auch, sehr, sehr, sehr gute Grafikdesigner, der uns da zur Seite steht. Wir haben eine Crew aus Deutschland, die Sounddesign
professionell macht. Die machen das uns komplett neu. Also alles, was jetzt drin ist, wird nochmal ersetzt. Professionell halt umgesetzt. Wirklich wunderbar. Wir waren total begeistert davon, von der Idee. Die kamen alle auf uns zu. Dann aus Polen, hier also für 2 Leute aus Polen, die sich unheimlich anstrengen. Wo die anderen jetzt noch alle herkommen, weiß ich nicht. Und dann geht's halt rüber bis nach Korea. Es ist fantastisch zu sehen, wie die Community von Paradox Interactive halt da dieses Projekt hier unterstützt hat. Das ist der Wahnsinn, ja, das stimmt. Von New Horizon. Weil ursprünglich waren Superskunk und ich hier alleine und dann die Jungs hier von Paradox Interactive haben halt gesagt, wir wollen hier eine Community-Mod haben und dann sind wir halt irgendwie zusammengewachsen. Das ist echt toll. Ja, es hört sich sehr vielversprechend an, gerade wenn man so viel Support hat aus der Community, dass da Leute sind, die euch helfen. Ja, letztendlich, was heißt euch helfen? Letztendlich seid ihr ein großes Team und jeder macht das, was er kann und das hört sich sehr gut an und das sieht ja für die Mod einfach nichts, also es kann nichts Besseres passieren, dass diesem Projekt, sag schon. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde diese Mod lieben. Nicht nur, weil ich sie gemacht habe, keineswegs deswegen. Ich habe schon Mods gemacht, die haben mir gar nicht gefallen. Okay. Aber ich werde die Mod deswegen lieben, weil sie all das bietet, was man in den letzten 10, 15 Jahren an Strategiespielen im Science-Fiction-Bereich vermisst hat. Und wir kennen uns halt an der Stelle halt aus, wir wissen, wie die Materie funktioniert mit Paradox und wir haben so ziemlich alle 4X-Spiele gespielt, die in Strategiebereiche hineingehen und so sind es dann halt ich hoffe, die richtigen Entscheidungen, die wir da treffen, um die Mod dann halt für die meisten Leute zumindest mal ansprechbar zu machen, beziehungsweise, dass viele Leute sie genauso lieben werden wie wir. Ja, ich finde, das sind sehr gute Schlussworte. Ich glaube, wir sollten, dabei das Ganze jetzt erstmal lassen und sacken lassen. Und das waren viele Infos, aber sehr, sehr gut. Also man sieht, es geht voran und das soll ja auch so sein. Dann erstmal danke für alle, die auch gerade jetzt im TS sind und mit sich selber gemutet haben, aber die können mich wahrscheinlich hören. Ja, ich habe nebenbei gegessen. Danke. Guten Hunger. Danke. Ja, vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und nun zu euch, liebe Nerds. Lasst Kommentare da. Schließt euch an eine Diskussionsrunde im Forum und auch hier unter diesem Video an. Alle weiteren wichtigen Links findet ihr hier im Video. Und wir freuen uns, wie das Projekt weitergeht. Bis zum nächsten Mal, euer Dokonis von den Nerds.